Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum kostenlosen PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Ben, wie geht es dir heute? Hallo Anna, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über das Kaufen von Geschenken sprechen. Kaufst du gerne Geschenke für deine Freunde und Familie? Ja, das tue ich. Ich finde, Geschenke sind eine schöne Möglichkeit zu zeigen, dass man jemandem etwas bedeutet. Da stimme ich dir zu. Ich kaufe oft Geschenke zu Geburtstagen, Feiertagen und manchmal einfach nur, um zu sagen, ich liebe dich. Das ist sehr süß. Ich verschenke auch gerne etwas zu besonderen Anlässen. Welche Art von Geschenken kaufst du normalerweise? Ich kaufe viele verschiedene Arten von Geschenken. Für meine Schwester kaufe ich oft Kleidung oder Schmuck. Für meine Eltern wähle ich etwas Schönes für das Zuhause aus. Das ist interessant. Ich kaufe normalerweise Bücher oder kleine Gadgets für meine Freunde. Ich denke, Geschenke sollten persönlich sein. Ja, persönliche Geschenke sind die besten. Ich versuche Geschenke auszuwählen, die zum Geschmack der Person passen. Zum Beispiel mag mein Bruder Musik, also habe ich ihm letztes Jahr einen schönen Lautsprecher gekauft. Das ist eine großartige Idee. Meine Freundin liebt das Malen, also habe ich ihr ein Set mit Aquarellfarben geschenkt. Das hat sie sehr glücklich gemacht. Ich denke auch an die Hobbys der Person, wenn ich ein Geschenk kaufe. Das zeigt, dass man sie gut kennt. Genau. Manchmal frage ich sie sogar, was sie mögen. Das ist nicht unhöflich, sondern fürsorglich. Das stimmt. Ich habe meine Mutter einmal gefragt, was sie sich zu ihrem Geburtstag wünscht, und sie sagte einen neuen Schal. Ich habe mich gefreut, das für sie zu kaufen. Das ist ein gutes Beispiel. Ich frage meine Freunde oft, ob sie vor ihrem Geburtstag etwas brauchen. Das hilft mir, das richtige Geschenk auszuwählen. Ich möchte auch gerne Menschen überraschen. Selbst wenn ich frage, versuche ich, etwas zu wählen, das ein bisschen anders ist. Ja, Überraschungen sind spannend. Ich erinnere mich, als ich meiner Schwester ein Überraschungsgeschenk zu ihrem Abschluss gegeben habe. Sie hat überhaupt nicht damit gerechnet. Das muss ein wunderbarer Moment gewesen sein. Ich liebe Überraschungen, weil sie zeigen, dass man sich kümmert. Ich stimme zu. Manchmal kaufe ich Geschenke einfach so. Letzte Woche habe ich meinem besten Freund einen kleinen Schlüsselanhänger gekauft. Es war nicht ihr Geburtstag, aber es hat sie zum Lächeln gebracht. Das ist sehr nett von dir. Ich kaufe manchmal Schokolade oder ein kleines Spielzeug für meine Freundin, einfach so. Es ist eine schöne Art zu sagen, ich denke an dich. Mir gefällt diese Idee. Kleine Geschenke können den Tag eines Menschen stark aufhellen. Ja, das können sie. Ich denke auch an den Anlass, wenn ich ein Geschenk kaufe. Zum Beispiel an Weihnachten gebe ich gerne ein warmes Geschenk, wie eine Decke oder eine Tasse. Das ist ein guter Punkt. Zu Weihnachten kaufe ich normalerweise etwas Spaßiges wie ein Spiel oder ein Puzzle. Es ist eine Zeit zum Feiern und Freude teilen. Ich liebe Weihnachtsgeschenke. Sie sind immer in buntem Papier verpackt und haben eine besondere Karte dabei. Ich mache auch gerne Geschenke einpacken. Ich denke, die Verpackung macht das Geschenk noch spezieller. Ich stimme zu. Ein schön verpacktes Geschenk zeigt, dass man sich extra Mühe gibt. Schenkst du gerne Geschenke zu Geburtstagen? Ja, das tue ich. Geburtstage sind der perfekte Anlass für Geschenke. Ich kaufe immer ein Geschenk für meine Familie und enge Freunde zu ihrem Geburtstag. Ich auch.
Zum Geburtstag meiner Mutter habe ich ihr einmal eine schöne Halskette geschenkt. Sie war sehr glücklich. Das ist sehr süß. Ich habe meinem Vater einmal eine schöne Uhr zum Geburtstag geschenkt. Er trägt sie bis heute jeden Tag. Geburtstagsgeschenke sind oft persönlicher. Man kann etwas auswählen, von dem man weiß, dass die Person es lieben wird. Ich verschenke auch gerne etwas zu besonderen Feiertagen. Zum Valentinstag kaufe ich normalerweise ein kleines Geschenk für meine Freundin. Das ist schön. Zum Valentinstag schenke ich meinem Freund eine Karte und etwas Schokolade. Feiertage sind eine großartige Gelegenheit, Liebe und Fürsorge mit Geschenken zu zeigen. Ja, das sind sie. Ich denke auch über den Preis des Geschenks nach. Es geht nicht darum, wie teuer es ist, sondern wie durchdacht es ist. Ich stimme zu. Ich versuche Geschenke zu finden, die erschwinglich, aber bedeutungsvoll sind. Ein kleines Geschenk kann sehr besonders sein, wenn es von Herzen kommt. Genau. Ich habe meiner Schwester einmal ein einfaches Armband gekauft. Es war nicht teuer, aber sie hat es geliebt, weil es einzigartig war. Das ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, die besten Geschenke sind die, die zeigen, dass man die Person gut kennt. Ich verschenke auch gerne Geschenke, die nützlich sind. Für meinen Bruder habe ich eine neue Handytasche geschenkt, weil er eine brauchte. Das ist sehr praktisch. Ich gebe meinen Freunden manchmal einen Planer oder einen Schlüsselanhänger. Es ist etwas, das sie jeden Tag benutzen können. Ja, nützliche Geschenke werden immer geschätzt. Sie erinnern die Person jedes Mal an dich, wenn sie sie benutzen. Ich stimme zu. Ich denke an den Alltag der Person, wenn ich ein Geschenk auswähle. Kaufst du dir manchmal Geschenke selbst? Manchmal schon. Wenn ich etwas sehe, das mir gefällt, kaufe ich es mir vielleicht als kleines Geschenk für mich selbst. Das macht mich glücklich. Das mache ich auch. Ich habe mir einmal einen neuen Stift gekauft, weil ich das Schreiben liebe. Es ist schön, sich ab und zu etwas zu gönnen. Ja, es ist wichtig, auch nett zu sich selbst zu sein. Ich plane meine Geschenke auch gerne im Voraus. Zum Beispiel mache ich zu Beginn des Jahres eine Liste von Geburtstagen und Feiertagen. Das ist eine gute Idee. Ich versuche auch, meine Geschenke zu planen. Es hilft mir, das Richtige auszuwählen und Last-Minute-Einkäufe zu vermeiden. Last-Minute-Einkäufe können stressig sein. Ich kaufe gerne früh ein, damit ich das beste Geschenk auswählen kann. Ich stimme zu. Wenn man im Voraus plant, hat man mehr Zeit, um darüber nachzudenken, was der Person gefallen wird. Kaufst du Geschenke lieber online oder im Geschäft? Ich mache beides. Manchmal kaufe ich online, weil es einfach und schnell ist. An anderen Tagen gehe ich ins Geschäft, um das Geschenk persönlich zu sehen. Ich gehe gerne in Geschäfte. Ich genieße es, verschiedene Artikel anzusehen und zu versuchen, etwas Besonderes zu finden. Ich verstehe. Manchmal gehe ich am Wochenende ins Einkaufszentrum, um nach Geschenken zu suchen. Es macht Spaß zu stöbern. Ja, das Stöbern in einem Geschäft kann einem neue Ideen geben. Ich finde oft einzigartige Artikel, wenn ich persönlich einkaufe. Online-Shopping ist gut, um Preise zu vergleichen. Ich kann viele Websites durchsehen, um das beste Angebot zu finden. Das stimmt. Ich benutze manchmal eine Website, um Preise zu vergleichen, bevor ich ein Geschenk kaufe. Es ist klug, die Preise zu prüfen. Ein gutes Geschenk muss nicht teuer sein. Ich stimme zu. Der Gedanke hinter dem Geschenk macht es besonders. Gibst du normalerweise eine Karte zu deinem Geschenk dazu? Ja, ich versuche immer, eine Karte beizufügen. Ich schreibe eine kurze Nachricht, um zu erklären, warum ich das Geschenk ausgewählt habe.
Das ist sehr nett. Eine Karte macht das Geschenk persönlicher. Ich glaube, die Nachricht ist genauso wichtig wie das Geschenk. Sie zeigt deine Gefühle. Ich schreibe gerne eine einfache Nachricht wie Alles Gute zum Geburtstag oder Ich liebe dich. Es ist eine kleine Geste, aber sie bedeutet viel. Das mache ich auch. Manchmal füge ich ein lustiges Zitat oder eine süße Erinnerung hinzu. Das macht die Karte einzigartig. Das ist eine großartige Idee. Eine gute Karte kann das Geschenk noch spezieller machen. Manchmal mache ich auch meine eigene Geschenkverpackung. Ich benutze einfaches Papier und zeichne einige Designs. Das klingt kreativ. Ich kaufe normalerweise buntes Geschenkpapier, aber meine eigene Verpackung zu machen, ist eine schöne Idee. Ja, es zeigt extra Mühe. Ich glaube, jedes Detail zählt, wenn man ein Geschenk gibt. Ich stimme zu. Die Verpackung, die Karte und das Geschenk selbst zeigen alle, dass man sich kümmert. Manchmal plane ich sogar eine kleine Überraschungsparty, wenn ich ein Geschenk gebe. Das macht den Moment noch spezieller. Das ist eine wunderbare Idee. Eine Überraschungsparty mit Freunden und Familie macht das Schenken unvergesslicher. Ich liebe es, Überraschungen zu planen. Es macht Spaß, die Reaktion der Person zu sehen. Ja, die Reaktion ist immer der beste Teil. Ich erinnere mich, als ich meiner Schwester ein Überraschungsgeschenk an ihrem Hochzeitstag gegeben habe. Sie war so glücklich. Das muss ein schöner Moment gewesen sein. Ich liebe Geschenke, die mit einem Überraschungselement verbunden sind. Ich stimme zu. Überraschungen machen Geschenke spannender und zeigen, dass man sich Gedanken macht. Hast du jemals ein Geschenk erhalten, das du nicht erwartet hast, aber wirklich mochtest? Ja, das habe ich. Einmal hat mir ein Freund ein Buch über mein Lieblingshobby geschenkt. Ich war sehr überrascht und sehr glücklich. Das ist ein wunderbares Geschenk. Unerwartete Geschenke sind immer etwas Besonderes. Ich denke, sie zeigen, dass der Schenker dich wirklich kennt. Ich fühle genauso. Ich habe einmal von einer Freundin eine kleine Pflanze bekommen. Ich habe es nicht erwartet, aber es hat meinen Tag erhellt. Solche Geschenke können deine Stimmung ändern. Sie erinnern dich daran, dass sich jemand kümmert. Ich bewahre solche Geschenke immer an einem besonderen Ort in meinem Zimmer auf. Sie sind Erinnerungen an schöne Momente. Das mache ich auch. Jedes Mal, wenn ich das Geschenk sehe, erinnere ich mich an die freundliche Geste. Es ist erstaunlich, wie ein kleines Geschenk großen Einfluss auf unsere Gefühle haben kann. Ja, Geschenke sind eine Möglichkeit, Liebe und Freundschaft zu teilen. Ich denke auch an den Anlass, wenn ich ein Geschenk auswähle. Zum Beispiel gebe ich immer ein durchdachtes Geschenk zum Hochzeitstag. Das ist wichtig. Geschenke zum Jubiläum sollten besonders und persönlich sein. Ich habe meinen Eltern einmal ein Fotoalbum zu ihrem Jubiläum geschenkt. Es war voller Familienerinnerungen. Das ist ein schönes Geschenk. Ich glaube, Geschenke zu besonderen Anlässen sollten die Person an glückliche Zeiten erinnern. Ich stimme zu. Die besten Geschenke sind die, die eine Erinnerung oder ein Gefühl tragen. Ich führe eine Liste von Geschenkideen in meinem Notizbuch. Wenn ich etwas sehe, das mir gefällt, schreibe ich es für die Zukunft auf. Das ist eine sehr gute Angewohnheit. Ich habe auch eine Liste auf meinem Handy. Sie hilft mir, Ideen für Geburtstage und Feiertage zu behalten. Im Voraus zu planen macht das Schenken weniger stressig. Ja, und es macht das Geschenk besonderer, weil man vorher darüber nachgedacht hat. Nimmst du manchmal an einem Geschenkaustausch teil? Ja, das tue ich.
Manchmal machen meine Freunde und ich am Neujahrstag einen kleinen Geschenkaustausch. Das klingt nach Spaß. Ich habe an einigen Geschenkaustauschpartys bei der Arbeit teilgenommen. Es ist eine schöne Möglichkeit, das neue Jahr mit Kollegen zu feiern. Ich liebe Geschenkaustausche. Sie sind eine großartige Möglichkeit, Freude und Kreativität zu teilen. Ich stimme zu. Bei einem Geschenkaustausch sieht man viele verschiedene Ideen und Stile. Es ist inspirierend. Ich bringe immer ein kleines kreatives Geschenk zu diesen Veranstaltungen mit. Ich überrasche meine Freunde gerne mit etwas Einzigartigem. Das ist sehr durchdacht. Ich versuche, ein Geschenk auszuwählen, das anders ist als das, was ich normalerweise gebe. Das macht die Veranstaltung interessanter. Ja, kreativ mit Geschenken umzugehen, kann den Anlass noch unvergesslicher machen. Ich lerne auch gerne neue Geschenkideen von diesen Veranstaltungen. Manchmal lasse ich mich inspirieren, um beim nächsten Mal etwas Neues auszuprobieren. Ich fühle genauso. Jeder Geschenkaustausch gibt mir neue Ideen für zukünftige Geschenke. Schenkst du jemals einem Wohltätigkeitsverein ein Geschenk? Ja, das tue ich. Ich spende manchmal kleine Spielzeuge oder Kleidung an eine Wohltätigkeitsorganisation. Es ist eine andere Art von Geschenk, aber es macht mich glücklich. Das ist sehr nett. Ich glaube, Spenden ist auch eine Möglichkeit, Liebe zu teilen. Ich stimme zu. Jedes kleine Geschenk kann einen großen Unterschied im Leben von jemandem machen. Ich fühle mich immer glücklich, wenn ich spende. Es zeigt, dass Geschenke nicht immer für Freunde oder Familie gedacht sein müssen. Sie können auch denen helfen, die in Not sind. Ja, und es erinnert uns daran, dankbar für das zu sein, was wir haben. Ich arbeite auch gerne in einem lokalen Obdachheim. Manchmal bringe ich kleine Geschenke für die Kinder dort mit. Das ist eine wunderbare Idee. Geschenke in einem Obdachheim können jemandem ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich glaube, Geschenke zu teilen, egal ob groß oder klein, ist eine Möglichkeit, Freundlichkeit und Freude zu verbreiten. Ich stimme vollkommen zu. Ob es ein Geburtstagsgeschenk, ein Feiertagsgeschenk oder ein Geschenk für die Wohltätigkeit ist, jede Gabe ist besonders. Ich habe heute so viel über das Schenken gelernt. Es geht nicht nur um den Gegenstand. Es geht um den Gedanken und die Liebe, die dahinter steckt. Ja, Geschenke sind eine Möglichkeit zu zeigen, dass man sich kümmert. Sie können einfach oder aufwendig sein, aber was zählt, ist die Absicht. Ich werde daran denken, meine Geschenke sorgfältig zu planen und immer eine freundliche Nachricht beizufügen. Das macht das Geschenk bedeutungsvoller. Das werde ich auch tun. Ich möchte weiterhin neue Ideen lernen und kreativ mit meinen Geschenken sein. Danke, Anna, für dieses wunderbare Gespräch über Geschenke. Ich fühle mich sicherer und inspiriert, durchdachte Geschenke zu machen. Danke, Ben. Ich habe es genossen, mit dir zu sprechen. Ich lerne immer etwas Neues, wenn wir unsere Ideen teilen. Ich stimme zu. Unsere Gespräche helfen mir, mein Deutsch zu üben und über wichtige Werte wie Freundlichkeit und Großzügigkeit nachzudenken. Ja, und sie erinnern mich daran, dass jede kleine Geste des Gebens die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Vielleicht können wir über die Planung einer Geburtstagsparty oder einer Feier sprechen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich würde mich freuen, mehr Ideen über das Feiern besonderer Momente zu teilen. Nochmals vielen Dank, Anna. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Danke, Ben. Das wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden?
Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Konversationen auf Deutsch verpasst. Bis zum nächsten Video.